Ja, und wann kommt es jetzt? Was denkt ihr von solchen Trailern? Werdet ihr gehypt oder fragt ihr euch einfach nur, warum es diese überhaupt gibt, wenn doch klar ist, dass man die anfängliche Begeisterung unmöglich über die Jahre aufrechterhalten kann, bis es wirklich erscheint? Bleibt dran, denn es gibt mehrere gute Gründe für diese Logo-Trailer und in diesem Video erfährt ihr sie. Denn für uns Gamer sind diese Trailer nicht bestimmt. Diese sind nämlich für die Geldgeber, welche das Spiel finanzieren. Denn seht, wenn man nicht gerade eine etablierte Marke mit einer großen Fanbase hat, ist die Gefahr groß, dass man viel Geld in etwas investiert, das am Ende womöglich niemand haben will. Die Entwicklung eines Spiels kostet Zeit und Geld. Und beides wächst nicht auf Bäumen. Mit solch einem Trailer und die anschließende Berichterstattung in den Medien lässt sich nämlich Rückschlüsse ziehen, wie gut die Idee ankommt und man kann die Ressourcen, die man für die Entwicklung aufwenden sollte, abschätzen, damit man es nicht überfinanziert. Besonders beliebt war das übrigens damals bei den ganzen Kickstarter-Ankündigungen, welche ein Ziel hatten, welches hinten und vorne nicht gereicht hätte, um ein Spiel zu programmieren und von Anfang an klar war, dass ein Publisher dahinter stand. War die Rückmeldung, wusste der Publisher, dass das fertige Spiel wahrscheinlich keine Verkaufsrekorde knacken wird. Beschaffte die Kampagne Ziel, wusste man, dass es zumindest einen Markt gibt, welcher die Shenmue-Geschichte zu Ende sehen will. Wirklich? Aber solch ein Trailer kann auch helfen, dass ein Einstampfen verhindert wird. Öffentlicher Druck ist nämlich eine starke Motivation. Denn stellt euch einmal Folgendes vor. Half-Life 3 ist offiziell bestätigt. Wir starten die Entwicklung sofort. Es dauert nur etwas, bis es erscheint. Und jetzt stellt euch einmal folgende Präsentation vor. Ja, sorry, wir mussten es einstellen wegen Gründe. Ich sage es einmal so. Ich hoffe, die Person kann gut vor allem Obst ausweichen. Darüber hinaus gibt es eine Gruppe von Gamern, die solche Trailer ganz besonders anspricht. Für mich sind es auch die größten Gaming-Freaks aller Zeiten. Die Entwickler, die unsere liebsten Spiele überhaupt erstellen. Denn was hört sich für euch besser an, wenn ihr auf Jobsuche seid und ihr bei einem Entwickler bei einem Bewerbungsgespräch sitzt? Ich kann dir leider nicht sagen, an was du arbeiten wirst, wenn du erst einmal hier bist. Aber es wird hart und stressvoll sein und du wirst auch nicht viel Geld bekommen. Ja, es wird nicht einfach sein, aber wenn du erst einmal bei uns anfängst, dann hast du die Möglichkeit, an Metroid Prime 4 mitzuarbeiten. Denn seht, Spiele werden von Menschen gemacht. Menschen, die zum größten Teil selber Gamers sind und gerne an den Spielen mitarbeiten würden, die sie erst dazu gebracht haben, in die Spielindustrie einzusteigen. Anstelle von irgendeinem Blödsinn zu programmieren, worauf sie absolut keinen Bock haben. Wenn jetzt also Bethesda sagt, The Elder Scrolls 6 ab jetzt offiziell bestätigt, sollte es eigentlich heißen, bewirb dich jetzt und du wirst am Skyrim-Nachfolger mitarbeiten können. Ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass dies eine attraktive Stellenausschreibung ist. Ebenfalls ist solch ein Trailer eine Ansage an die Konkurrenz, denn um beim Beispiel der Elder Scrolls zu bleiben, wir alle wissen so grob, wie Elder Scrolls 6 aussehen wird. Es wird ein RPG im Mittelalter-Fantasy-Stil mit Magie sein. Wann kommt es raus? Keine Ahnung. Irgendwann nach Starfield, schätze ich. Will jetzt ein anderes Studio aber ein prinzipiell ähnliches Spiel machen, erscheint das aber auch nicht mehr morgen, sondern erst in ein paar Jahren. Im schlimmsten Fall läuft man also Gefahr, dann rauszukommen, wenn auch die Elder Scrolls 6 rauskommt. Und was glaubt ihr, welches der zwei Spiele mehr Aufmerksamkeit bekommt? Das neue ohne treue Fanbase, von dem noch nie jemand etwas gehört hat? Oder das nächste Skyrim? Jetzt läuft man also Gefahr, dass die Entwicklungszeit von mehreren Jahren für die Katz ist, also denkt man lieber zweimal darüber nach, ob man nicht ein anderes Spiel machen will. Vielleicht ja ein Ego-Shooter mit Polizeisetting namens Unrecord, welches, wenn man dem Trailer glauben kann, auch schon relativ weit fortgeschritten ist. Das heißt jedoch nicht, dass es das Spiel leicht haben wird, denn das Spiel wird nach Erscheinen bestimmt die Killerspieldebatte neu aufflammen lassen. Warum? Erfährt ihr in diesem Video. Meine Landratten.